schon angenehm, so eine Massage. Psst. Haben wir uns verdient, würde ich sagen. Psst. Wir verdient? Na ja, klar. Die letzte Folge, die war doch anstrengend. Was hast denn du gemacht, außer Bier getrunken in der letzten Folge? Oh mein Gott, nur weil jetzt du mal am Kran gehangen bist. Einmal hat er einen Stunt gemacht. Einmal am Kran? Ihr habt mich die Nacht hängen lassen. Ich auch. Du weißt gar nicht, wie die Vögel durchgedreht sind nachts. Kann ja mal passieren, mein Gott. Ich mach demnächst auch mal einen Stunt. Ich plan da gerade was, aber ich möchte es noch nicht. Kannst du es auch leise planen? Naja, jetzt bin ich schon wach. Ich glaube, wir müssen uns echt der Sache mal annehmen. Die Sache? Hm. Wirklich? Wir haben es jetzt so lange ignoriert, aber es fragen halt echt immer mehr Leute nach. Du meinst diese Die Invasionssache? Invasionssache. Ach komm. Noch 5 Minuten, okay? Hm. Herzlich willkommen zur 5. und damit letzten Folge schon wieder von unserer 2. Staffel der Baudoku. Richtig, auf das Wort habe ich noch gewartet. Ja, wir haben ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben Zuschriften ohne Ende bekommen. Aber nicht nur Zuschriften, ich werde auch für meinen Freundes- und Bekanntenkreis gefragt, wie viele Loopings hat denn die Achterbahn? Und da fängt das Problem schon an. Nämlich nicht jeder Looping, jeder Looping ist eine Inversion, aber nicht jede Inversion ist ein Looping. Und das ist echt ein großes Thema. Ja, also Inversionen, im Volksmund auch Überschlag genannt, ist natürlich immer, wenn man über Kopf in der Achterbahn ist. Das heißt aber, man hat bei der Blue Fire einfach als Beispiel, hat man relativ am Anfang einen Looping und hat danach aber auch mehrere Korkenzieher. Das heißt aber nicht, dass ein Korkenzieher automatisch ein Looping ist. Also Bluefire hat zum Beispiel ein Looping, aber 4 Inversionen. Fällt dir übrigens was auf, wenn du ein Looping anguckst? Was ist denn das für eine Form? Der hat ich kann diesen Namen nie aussprechen, aber so wie einen umgedrehten Tropfen. Eine Klotoidenform. Eine Klotoidenform, vielen Dank. Ein umgedrehter Tropfen. Und damit werden übrigens auch Autobahnen geplant, nur so am Rande. Ist egal. Und wurde das erste Mal gebaut, wurden von wem? Du hast Wikipedia auf, aber da müsste jetzt stehen Revolution und Six Flags Magic Mountain. Genau. Vom Schwarzkopf. Und der größte Looping der Welt existiert zweimal von einem wunderbaren Hersteller, nämlich Mark Rides? Mark Rides aus Waldkirch, nämlich Waldkirch. in Land of Legend in der Türkei und in einem... Apropos Klotoidenform. Klotoidenform, umgekehrte Tropfenform. Du sprichst ja immer von diesem Looping Lounge. Fällt dir da was auf? Ja, das ist eine wunderschöne Klotoiden. Das ist keine Klotoidenform, also Klotoidenform. auch kein Looping. Kommen wir zurück zur Thematik. Wie viele Inversionen haben wir denn bei unserer neuen Achterbahn? Gehen wir da doch mal einfach an unser Fallboard. Wir haben hier mal ganz viele Bilder aus. Wunderschönen Orten vom ganzen Park. Wer hat denn die gemacht? Das ist echt erstaunlich, aus wie vielen Orten man diese Bahn sieht. Wollen wir uns einmal anschauen, von wo aus man den Coaster überall sehen wird? Machen wir. Jupp. Hier auch. Und sogar von außerhalb sieht man die Bahn. Hier auch. Hier auch. Ach so, ja, von hier sieht man sie auch. Ganz vergessen. Hier nicht. Hier auch nicht. Aber hier. Von hier aus auch. Von hier sieht man nur ein bisschen. Aber hier nicht. Aber da. Aber da. Und hier auch. Ganz knapp. Hier auch. Sogar von hier. Hier halt auch. Und hier erst recht. Hi! Von hier aus nicht. Ach. Es ist schon verrückt, von wie vielen Punkten im Park über man die Achterbahn sieht, oder? Ja, sie steht aber auch mitten im Park. Man denkt so, es ist so ein Anbau am Park, aber es ist eigentlich mittendrin. Zurück zu unserem Thema. Zurück zum Thema. Wie viele Inversionen haben wir jetzt eigentlich? Genau, landläufig sagt man ja so, Inversion, wenn die Füße höher sind als der Kopf. Im Looping sind die Füße oben, sagt man immer so witzig. Auch in einem Korkenzieher zum Beispiel sind die Füße über dem Kopf. Ist nicht ganz verkehrt, aber würden wir da einmal durchgehen. Wenn wir hier unser Layout haben von der Achterbahn, dann hätten wir ja 1, 2, 3, 4, 5, wo haben wir denn? 6, 7, 8,
9, 10, 11. Und das kann ja nicht sein. Also Marketing wird sich freuen. Vor allem, dann müssten wir die Marketingansprache überall ändern. Dann hätten wir auch bei der Silverstar als Beispiel ein Looping. Genau, die Steilkurve wäre dann auf einmal ein Überschlag. Also eine Inversion. Ich habe schon wieder mit dem Looping. Das siehst du, bei dir ist es auch so. Und Bluefire hat dann auf einmal eine Inversion mehr. Also das funktioniert nicht so ganz. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Lounge echt geil aussieht? Ja. Hast du den mal von Namen angesehen? Das ist mega. Komm, wir gehen da mal hin. Wir gehen da mal hin. Wir stehen jetzt hier an unserem Lounge Nummer 2 in der Abfolge. Der erste, den wir verbaut haben. Hier sieht man auch schon die Finnen, die Statoren, die hier... Patrick, das ist alles echt ein geiles Thema und deswegen müssten wir dem mal eine längere Folge widmen. Anderes Mal. Zurück ins Studio. Ja, das macht Sinn, ja. Das wird schon echt geil, wenn da die Züge vorbei raus schon abgeschossen werden. Ah ja, deshalb machen wir es ja. Aber... Was war das? Zurück zum Thema. Du hast dich ja in Amerika noch umgehört. Da die Einheit, die Expertenmeinung, 122 Grad Neigung Also statt- für die Inversion, statt den 90 Grad. Einfach 120 Grad Genau. Querneigung, das war's. Dann hätten wir nicht mehr 11, sondern dann würde dieses komische Ding da wegfallen. Genau, Dieses, dann Du nennst den wären's Trackdrifter? dann wären es dann wären es noch 10 Überschläge. Ist eigentlich auch eine schöne Zahl. Aber das fühlt sich aber immer noch alles so falsch an. Es Das kann doch sind nicht keine sein. 10 Überschläge, Es kann ja. doch nicht sein, dass wir auch zig verschiedene vor Meinungen allem und so ist weiter auch haben. ein Spike kann ja kein Überschlag sein. Und vor Und allem, auch wenn wir, ein Non-Inverted Immelmann kann Genau. auch keine. Wir können ja nicht heißt sagen, das ist ein- Non-Inverted. Ja, Dann das hat's ist ja eine dann- Inversion. Ja. Ich würde sagen, wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen einmal Leute fragen, die Ahnung haben. Mehr Ahnung natürlich. noch mehr als ich. Noch mehr Ich Ahnung kenne da haben eine. als wir. Ich kenne eine einzige Person. Wer denn? Ja, der Stefan Alt von Markreis. Stefan Alt? Ja, natürlich. Lass doch den mal anrufen. Ihr kennt ihn noch von der ersten Staffel. Wir rufen ihn nochmal an. Ja. Herr des Layouts. Der hat Rollercoaster Tycoon gespielt, ne? So, kann ich Stefan, das sagen kannst du uns hören? Patrick, Lukas, hey, Hi. was kann ich für meinen Lieblingskunden tun? So, das hören wir natürlich gerne. Wir haben ein bisschen ein Problem. Wir wissen nicht genau, wie viele Inversionen unsere Achterbahn hat. Und die Presse, die sitzt uns so im Nacken, die Fans sitzen uns im Nacken. Kannst du uns da helfen? Wir haben jetzt in Amerika nachgefragt. Die 122 Grad da, die Meinung, Querneigung. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wie siehst du das? Wer hat die 122 Grad ausgewürfelt? Ja, das ist Amerika. Das hat was mit Fuß und Ellen zu tun und so. Und ich meine, Okay. einmal die Füße über dem Kopf, das funktioniert auch nicht. Da hätten wir viel zu viel davon. Da hätte auch unser Silverstar eine Inversion. Wie ist denn deine Meinung? Ja, also Querneigung ist eigentlich absoluter Quatsch. Das kommt noch aus der Luft- und Raumfahrttechnik, wo halt die Eulerwinkel genutzt werden. Und ein Teil der Eulerwinkel sind halt dann die Querneigungswinkel oder auch der Rollwinkel. Und der zeigt halt nicht wirklich an, ob man jetzt wirklich über Kopf ist oder nicht, weil die Längsneigung, also der Pitchwinkel, komplett vernachlässigt wird. Und gerade bei so Elementen wie beim Spike haben wir ja nahezu 90 Grad Pitch. Und da ist der Querneigungswinkel einfach durch die kardanische Blockade nicht definiert. Was für eine Blockade? Die kardanische Blockade, auch Gimbal Lock genannt im Englischen. Gut, das macht ja alles Sinn. Wo kommen wir denn dann raus? Woraus? Ja, wie viele Wie haben viele? wir denn dann am Schluss? Ja, also wenn man so die Leute befragt, die ein bisschen Ahnung haben, sagt man üblicherweise, dass 7 klare Inversionen hier beim Layout sind. Also das ist nach deiner Definition, die du jetzt gerade noch mal zusammengefasst hast. Also ich habe es verstanden. Kannst du es noch mal ganz kurz... Ich habe noch gar keine Definition genannt. Oder? Genau, er hat noch gar nichts gesagt, Patrick. Ich weiß gar nicht. Was ist denn deine Inversion, deine Definition einer Inversion? Wir drehen weiter, lass es laufen. Ja, also Inversion, das, was man ja normalerweise als Überkopfelement bezeichnet, definieren wir üblicherweise, dass wir tatsächlich über Kopf sind. Also der Kopf zeigt hauptsächlich Richtung Boden. Also deutlich mehr Richtung Boden als in alle anderen Richtungen. Wir unterteilen da zwischen den normalen Elementen, wo der Kopf hauptsächlich Richtung Himmel zeigt, Elemente, wo man mehr oder weniger liegt, also ich sage jetzt mal zwischen 45 und minus 45 Grad, wo der Kopf hauptsächlich in Richtung Horizont zeigt und Überkopfelemente, wo der Kopf hauptsächlich Richtung Boden zeigt. Um das klar mathematisch zu definieren, nimmt man sich den Raumwinkel zwischen dem Wirbelsäulenvektor, der zwischen Hüfte und Kopf zeigt, und der Schwerkraft. Und wenn dieser Winkel kleiner ist als 45 Grad, dann würde ich von einem Überkopfelement reden. Das heißt, wir könnten zusammenfassen, wenn der Kopf mehr Richtung Boden zeigt als Richtung Himmel. Korrekt. Also wenn ich jetzt hier mal den Kollegen nehme und hier dieser Winkel zwischen Wirbelsäule und Kopf und dem Senkrechtwinkel 45 Grad und weniger ist, also irgendwie sowas oder sowas,
dann rede ich von einem Überkopfelement und eben nicht sowas und nicht sowas, weil das zu wenig ist. Das ist ja eigentlich sehr trivial. Das ist relativ einfach. Ja. Ich weiß Einfachste gar nicht, Mathematik. warum man da Ja gut, diskutiert aber drüber. wenn man dann noch einmal durchgeht, dann haben wir ja 7 Inversionen. Inversion. Ja. Das heißt, wir müssen die Marketingbücher gar nicht neu drucken. Es passt. 7. Jo, dann gehen wir doch mit 7. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank. Problem? Ich hoffe, Ja. du hast noch einen guten Tag. Vielen Dank, Stefan. Gar kein Problem. Ich würde sagen, wir trinken demnächst auch mal wieder ein Bierchen, wenn die Bahn steht, weil Das machen wir. da sind wir kurz davor. Weil da gehen wir jetzt auch ab zum Schienenschluss. Wir gehen zum Schienenschluss. Letztes Teil. Liebe Vertreterin der Presse, liebe Freunde des Europaparks, im Namen der Familie Mack darf ich recht herzlich heute zum Schienenschluss bei einem nicht so oder nicht kroatisch typischen Wetter heute begrüßen. Weil heute ist für uns ein ganz besonderer Tag. Nicht nur für den Europapark, sondern auch für das Unternehmen Mack Rides. Wenn man bedenkt, dass 2008, als wir zum ersten Mal auf die Familie zugegangen sind und gesagt haben, wir wollen einen Looping bauen, nämlich den ersten Looping in der Geschichte der Firma Mack Rides. Und der Großvater damals noch gesagt hat, auch ein Looping, das können wir nicht, lass es sein. Wir wurden dann auch gleich bestätigt, dass wir es noch nicht so gut können, nämlich ein Wagen blieb damals noch stecken. Sind aber heute einer der Weltmarktführer im Bau der Achterbahn. 30% des Weltmarktes der Achterbahnschiene wird heute in Waldkirch produziert. Insofern, wir können mittlerweile auch Looping bauen in Waldkirch und deshalb sind wir stolz, dass wir heute unser Projekt Brom in die Schiene einsetzen und ich glaube, dass es der beste Coaster Europas werden wird. Was vielleicht neu dazugekommen ist, ist, dass wir auch ein breites Storytelling eingeführt haben, also dass wir auch eine Geschichte erzählen. Ein Stück weit natürlich auch für mich eine Herzensangelegenheit, denn wie ihr vielleicht wisst, ist ja ein Teil der Familie aus Kroatien. Das heißt, dass wir hier auch einen kroatischen Themenbereich bauen dürfen, ist was ganz Besonderes. Wir werden in den folgenden Jahren den kroatischen Themenbereich ausbauen. Wir werden noch weitere Attraktionen hinzufügen. Es wird noch viel aus dem Land Kroatien geben. Auch meine Frau als Halbkroatin wird noch das ein oder andere publizieren über das Land Kroatien. Insofern wird es auf jeden Fall ein wunderschöner Themenbereich mit einer einzigartigen Achterbahn. Danke an die ganze Familie, danke an das ganze Team, die eine wunderbare Arbeit hier gemacht hat. Weiterhin einen unfallfreien Fortgang der Baustelle. Dankeschön. Ganz schön umgeschlagen, das Wetter. Patrick, das war's auch schon. Die 5. Folge unserer 2. Staffel. Staffelfinale ist rum. Ich glaube, wir haben viel erfahren Ja. über den aktuellen Stand der Baustelle. Ich freue mich jetzt vor allem aufs Best-of nächsten Monat. Und weißt du was? Auf was ich mich noch mehr Was, aber freue? warte mal, was für ein Best-of? Wir haben doch gar keine Outtakes gehabt, wir haben noch alles One-Taker. Ja, 2 hatte man. Das wird ein sehr kurzes Best-of, aber auf was ich mich noch mehr freue, mein Urlaub. Wie, du hast Urlaub? Ja, ich mache jetzt Urlaub. Du hast Urlaub gemacht, also Parksuit. Ich mache Urlaub, wenn Schienenschluss war. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen Wie, uns du nach der gehst in Sommerpause. Urlaub? Tschüss. Wie? Aber die Achterbahn ist doch gar nicht fertig. Aber wir müssen doch noch... Und auch die Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's, die 2. Staffel. Viel Spaß beim Best-of. Habt einen schönen Sommer. Freue mich, euch hier im Park zu sehen. Bis dann. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day, every single day,
Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. You say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands, they ain't so greasy, feel me? Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day.